Herzlich willkommen auf dem Kanal von MTB News. Mein Name ist Gregor und heute geht es um die 10 coolsten Downhill-Bikes für die kommende Saison 2025. Downhill-Bikes, das sind wirklich absolute Prestigeprojekte für die Hersteller. Bedeutet allerdings auch, es gibt nicht ganz so viele davon wie jetzt vielleicht Trail- oder Enduro-Bikes. Bei unserer Liste haben wir uns auf jeden Fall voll darauf konzentriert, dass die Räder möglichst im letzten Jahr vorgestellt wurden, dieses Jahr noch echt brandneu auf dem Markt sind. Wir haben allerdings es ein bisschen aufgeweicht, indem wir auch Räder dazu genommen haben, die immer noch super selten sind, vielleicht ein super besonderes Prestige haben, dass wir hier auf 10 richtig coole Modelle kommen. Generell lässt sich natürlich sagen, es gibt auf jeden Fall mehr als 10 geile Downhill-Bikes auf dem Markt. Wie gesagt, wir haben uns hier sehr auf eine Aktualität und eine Besonderheit der Bikes fokussiert. Deswegen reden wir auf jeden Fall nicht lange um den heißen Brei, sondern legen los. Das erste Bike auf der Liste ist ein absolutes Highlight und zwar das neue Pivot Phoenix. Ist ein Rad, das wurde super lange im Downhill-Bike unter anderem unter Bernard Kerr eben getestet. War ein mega auffälliger Prototyp mit so gefrästen Muffen und Carbonrohren, die damit verbunden wurden. Ja, gab es vielleicht bei der Vorstellung jetzt im letzten Jahr eine leichte Enttäuschung von ein paar Fans, die gehofft haben, dass es auch so auf den Markt kommt. Nein, es ist ein reines Carbonrad, also nichts mit den gefrästen Muffen mehr, aber es ist immer noch super speziell, super besonders, denn es hat zum einen einen 6-Gelenker-Hinterbau, da ist es jetzt nicht ganz alleine mit auf dem Markt. In diesem Fall hier noch mit einem Flex-Pivot hinten, also in den Kettenstreben quasi fehlt ein Drehpunkt, stattdessen flext der Hinterbau hinten ein bisschen mit, gibt so 210 mm Federweg frei, also eine recht plüschige Angelegenheit auf jeden Fall. Und ja, das Allerbesonderste ist der High-Pivot-Hinterbau, der wird nicht einfach mit einer umgelenkten Kette versehen quasi, wie das so üblich ist, sondern es gibt 2 Ketten. Eine Kette von der Kurbel zur Umlenkrolle und eine Kette von der Umlenkrolle zum Hinterbau. Soll verschiedene Vorteile haben, beispielsweise man hat eben eine weitere Übersetzungsstufe dazwischen, kann so zum Beispiel ein sehr kleines Kettenblatt nehmen und gewinnt da etwas Bodenfreiheit. Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Auszeichnungsmerkmal, das einzige Downhill-Bike aktuell so auf dem Markt, das damit ausgestattet ist. Ansonsten mal kurz die harten Fakten. Ich habe es schon gesagt, ist ein Carbonrahmen, kommt rein als Mallet-Bike, also kein 29er mehr wie noch der Vorgänger. Es hatte wieder Dave Weigel die Hände im Spiel beim Federungsdesign und ja, es gibt 2 Flip-Chips an Bord, einen für die Geometrie, einen für die Progression vom Hinterbau. Ist generell so eine Sache, das werden wir sicherlich noch öfter ansprechen, ist ein absoluter Trend schon seit letztem Jahr bei den ganzen neuen Downhill-Bikes, dass die möglichst anpassbar sind. Und ja, insgesamt werden 4 Größen angeboten und wer jetzt schon denkt, na super, ich spring gleich auf und renne in den Fachhandel, um mir mein neues Downhill-Bike für die nächste Saison zu kaufen, den muss man vielleicht ein ganz bisschen ausbremsen, denn, ja, ihr habt es vielleicht schon gedacht, es ist echt ein teures Rad. Das Rahmenset mit Dämpfer und immerhin den besonderen Antriebskomponenten, die man braucht, kostet 4.800 €, also ist schon echt ein saftiger Preis. Ansonsten, wer ein Komplettrad kaufen will, los geht's bei 8.000 € und die High-End-Kiste schlägt mit 9.500 € zu Buche. Das nächste Rad in der Auflistung ist auf jeden Fall auch ein absolut legendäres Bike und zwar das Intense M1. Wer lang genug dabei ist im Downhill-Sport, der erinnert sich noch, der originale Vorgänger quasi. Das war eins der ersten Downhill-Bikes, die so richtig gut funktioniert haben. Und ja, auch das neue Modell hat zumindest alle Voraussetzungen dafür, denn niemand Geringeres als Aaron Gwin war damals in der Entwicklung beteiligt. Es gab verschiedene Prototypen, die im Weltcup gefahren wurden. Das finale Rad wurde letztes Jahr vom Intense Factory Racing Team erfolgreich im Weltcup bewegt, gab auch den ersten Weltcupsieg von Intense seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, von Eleonora Farina vom MS Racing Team, die auch auf dem M1 unterwegs waren. Es handelt sich um einen High-Pivot 4-Gelenker-Hinterbau, auf den man sich jetzt schlussendlich geeinigt hat. Intense selber spricht von einem 6-Gelenker, das halte ich aber auf jeden Fall nicht für korrekt, denn es sind 4 Gelenke, die die Raderhebungskurve bestimmen. Dazu gibt es dann noch 2 zusätzliche Links, ähnlich wie beim Specialized Demo oder auch beim Canyon Sender, dem aktuellen, die den Dämpfer selber ansteuern. Darüber lässt sich zum Beispiel die Progression am Dämpfer, also das Übersetzungsverhältnis, bestimmen. Relativ unabhängig von der Raderhebungskurve, deswegen setzen da jetzt so viele Hersteller seit neuestem drauf.
Ansonsten, es ist ein Alu-Bike, nicht mehr Carbon, wie man es in den letzten Jahren von Intense so kennt. Es gibt auch aktuell lediglich ein Rahmenset, das kostet 3.600 € in RAW und in Silber. Also wer in den Genuss des neuen M1 kommen will, der muss es auf jeden Fall selber aufbauen. Der Federweg hat je nach Setting 202 oder 212 mm. Und es ist nur mit einem 27,5 Zoll Hinterrad kompatibel, also lediglich ein Mallet-Bike. Ein weiteres Highlight der letzten Saison ist auf jeden Fall das neue YT Tours Mark IV, ja, die 4. Version des Downhill-Bikes des Versenders, eines der ersten Räder, die YT überhaupt angeboten hat. Und ja, auf den ersten Blick fällt es einem schwer, überhaupt einen Unterschied zum Vorgänger zu erkennen. Die sind aber auf jeden Fall vorhanden. Der ganze Rahmen, der ist ein bisschen schlanker und dynamischer geworden. Aber der wichtigste Unterschied ist auf jeden Fall, dass man es jetzt als 29er oder als Mallet-Bike fahren kann. Und zwar jedes Rad von S bis XXL. Also so viele Größen gibt es. Jedes Rad kann in beiden Laufradgrößen quasi gefahren werden. Und das funktioniert über einen Flip-Link. Das bedeutet, den großen Umlenkhebel, den dreht man einfach um. In dem ist wieder ein Flip-Chip, den dreht man auch um. Und das Ergebnis von der ganzen Chose ist, dass sich die Geometrie und die Kinematik zwischen den beiden Laufradgrößen am Heck überhaupt nicht unterscheiden soll. Klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich smarten Lösung. Ansonsten ja weiterhin der Viergelenker-Hinterbau, den wir von YT gewohnt sind. Der wurde leicht überarbeitet, soll nicht mehr ganz so progressiv sein wie am Vorgänger, ist aber definitiv immer noch auf der progressiveren Seite. Generiert glatt 200 mm Federweg und ja, außer dem genannten Flip-Link gibt es 2 Flip-Chips, einmal an den Kettenstreben, lässt sich die Kettenstrebenlänge drüber justieren oder eben auch am Dämpferauge, da kann man so ein bisschen die Tretlagerhöhe und eben den Lenkwinkel in geringen Maßen an seine Bedürfnisse anpassen. Und wie von YT gewohnt, gibt es hier deutlich günstigere Preise. Ein Rahmenset wird nicht angeboten, dafür gibt es Kompletträder für 4.000 € und 6.000 €. Nicht mehr ganz so brandaktuell, aber immer noch wirklich ein seltener Anblick im Bikepark ist das Santa Cruz V10 in der mittlerweile 8. Version gibt es das Rad, also auf jeden Fall eine lange Laufzeit. Und ja, auch hier kann man eigentlich so ein bisschen was Ähnliches sagen wie beim YT. Es sieht dem Vorgänger sehr ähnlich, bisschen dynamischer, modernerer Rahmen. Es handelt sich weiter um einen VPP-Hinterbau, der 208 mm Federweg aus dem Dämpfer rausquetscht, wie wir es von Santa Cruz eigentlich kennen. Der wurde leicht überarbeitet an der Kennlinie, die soll jetzt so ein bisschen linearer sein, dadurch soll das Rad ein bisschen höher insgesamt im Federweg sitzen und so besser zu den modernen, schnellen Downhill-Strecken passen. Und auch der Rahmenflex wurde etwas überarbeitet, soll jetzt perfekt zur Rahmengröße und damit hoffentlich dann auch zum Fahrergewicht passen. Genau, und ansonsten sind alles Mallet-Bikes außer Größe XL. Das kommt als 29er und wie von Santa Cruz gewohnt, ganz günstig ist es V10 auf jeden Fall nicht. Es gibt ein Rahmenset mit Dämpfer, das kostet 4.300 € und die Kompletträder gibt es für 7.700 € oder 9.700 € und neben der knallroten Version, die wir jetzt schon seit ein paar Monaten kennen, gibt es mittlerweile auch ein schwarzes, sehr gedecktes Stealth V10. Eins der neuesten Räder hier in der Auflistung ist auf jeden Fall das Marine Quake. Das wurde erst im letzten Sommer vorgestellt und ja, das ist gar nicht so richtig, es ist so schwer zu sagen, es ist ein Downhill-Bike, es ist ein Freeride-Bike, es ist irgendwas dazwischen. Es passt perfekt zu seinem prominentesten Piloten, nämlich Matt Jones. Und das Marine Quake hat einen Viergelenker-Hinterbau und einen Alurahmen und am Heck hat es 180 mm Federweg, also für ein Downhill-Bike auf jeden Fall ein bisschen auf der straffen Seite. Dafür ist es extrem wandelbar, denn über verschiedene Flipchips und Steuersätze lassen sich 27,5 Zoll Laufräder vorne hinten, das Mallet-Setup mit 29 Zoll vorne, 27,5 Zoll hinten und komplett 29 Zoll eben realisieren. Also in der Beziehung hier das anpassbarste Bike in dieser Liste. Und ja, ansonsten, ich habe es schon gesagt, relativ klassisches Ding, Alurahmen, Viergelenke hinterbaut. Dafür gibt es eine ganz schön auffällige Lackierung und was auf jeden Fall viele freuen wird, der Preis, der ist verdammt attraktiv. Ihr kriegt das Rahmenset ab 2.100 € mit Dämpfer, mit einem RockShox Dämpfer.
Ist auf jeden Fall das günstigste hier in der Liste und es gibt ein Komplettrad, das kostet 5.300 € mit dem RockShox Fahrwerk und so einer Mittelklasse Ausstattung, würde ich sagen. Alles völlig solide, kann man erstmal mit loslegen. Also ist, ja, wie wir es von Marin in den letzten Jahren gewohnt sind, auf jeden Fall ein echt ausgewogen und preislich attraktives Gesamtpaket. Das kann man über das nächste Rad in der Liste wirklich auf gar keinen Fall sagen. Das ist nämlich das Gamux Sego und das ist an sich kein neues Rad, aber ich muss persönlich sagen, außer unter den Teamfahrern habe ich noch nie eins in freier Wildbahn gesehen. Es ist super selten und das wird nicht zuletzt daran liegen, dass es ganz schön teuer ist, aus der Schweiz kommt und komplett CNC gefräst wird. Damit hört es aber alles noch nicht auf. Das neue Arbeitsgerät von Reece Wilson im Weltcup, das ist nämlich ein Getrieberad. In der Mitte des Rahmens befindet sich ein Pinion-Getriebe, die Kraft wird über einen Gates-Riemen an den Hinterbau übertragen. Ich habe es schon gesagt, der ganze Rahmen und der Hinterbau auch ist CNC gefräst. Die Steifigkeit des Rahmens wird über so kleine einlaminierte Carbonröhrchen nochmal quasi austariert. Also eine absolut besondere Geschichte. Es hat 200 mm Federweg am Heck, man hat die Wahl aus einem 29er oder einem Mullet Bike. Es wird ohnehin nur auf Auftrag gefertigt und das muss man eben bei der Bestellung dann sagen, was man haben möchte, denn es sind zwei verschiedene Hinterbauten. Ja, wer einen Gamux Sego sein eigen nennen will, auch so cool über die Trails fliegen will, wie jetzt eben seit ein paar Wochen Reece Wilson, der muss aktuell 6.250 € mindestens für ein Rahmenset berappen. Es hängt so ein bisschen davon ab, welches Getriebe man noch nimmt. Dann kann es auch noch teurer werden, wenn man die elektrisch schaltbare Version nimmt. Und ja, die Kompletträder, die gehen so bei 10.000 Schweizer Franken los. Schon seit etwas über einem Jahr auf dem Markt, aber immer noch selten ist es Forbidden Supernord. Das hat auf jeden Fall einen super martialischen Namen, sieht auch martialisch aus. Das liegt natürlich an dem wuchtigen Carbonrahmen und dem besonderen Hinterbau. Dabei handelt es sich im Prinzip wie bei anderen Rädern auch um einen Viergelenker-Hinterbau. Der steht allerdings auf dem Kopf quasi, sieht dadurch relativ besonders aus, mit einem hohen Drehpunkt und einer Kettenumlenkung, generiert so 205 mm Federweg, wurde auch vor einigen Jahren von Conor Fearon unter anderem im Weltcup getestet. Letztes Jahr war auch Brooke McDonald auf Forbidden unterwegs, der hat sich schon wieder verabschiedet. Das Rad könnt ihr trotzdem weiterhin kaufen. Habt ihr verschiedene Auswahlen bei der Laufradgröße zum Beispiel, da könnt ihr Mullet oder 29 am Heck fahren. Das wird relativ geschickt über die Ausfallenden gemacht, über die könnt ihr auch die Kettenstrebenlänge etwas anpassen. Und da ist zum Beispiel super interessant, dass die Kettenstrebenlänge je nach Rahmengröße, davon gibt es 4 Stück, mitwächst quasi. Ist allerdings krass, in welchem Maß sie mitwächst, denn beim größten Rad hat sie 475 mm und dann muss man sich überlegen, durch den High-Pivot-Hinterbau, wenn das Rad einfedert, wächst der Hinterbau noch weiter. Also Forbidden sitzt da auf jeden Fall auf sehr, sehr lange Kettenstreben insgesamt. Und ja, wer eins haben möchte, hat aktuell keine große Auswahl. Es gibt lediglich ein einziges Rahmenset in der Farbe British Racing Green und es kostet 4.300 €. Im letzten Jahr neu vorgestellt wurde das Propane Rage 3R. Sieht genau aus wie der Vorgänger, ist auch eigentlich genau wie der Vorgänger, ist derselbe Rahmen, wurde allerdings ein bisschen überarbeitet. So soll jetzt die Carbonstruktur angepasst worden sein, was auch immer das heißen mag. Auf jeden Fall ja, soll es besser, stabiler und nicht schwerer sein als vorher. Und außerdem hat Propane sich richtig Mühe bei der Geräuschkulisse gegeben, die möglichst gering zu halten. Das sieht man auch. Es gibt da neue Gummischoner, die Kette leise halten sollen und da gibt es eben viele verschiedene Detailverbesserungen, sodass man da jetzt auf jeden Fall eine ruhige Fahrt bergab haben sollte. Ansonsten bleibt es beim bekannten Pro 10 Hinterbau ein System mit einem virtuellen Drehpunkt, wo der Dämpfer senkrecht vor dem Sitzrohr sitzt, generiert 215 mm Federweg. Auch beim Propane Rage habt ihr die Wahl, ob ihr einen 29 Zoll oder 27,5 Zoll Hinterrad fahren wollt, vorne immer 29 Zoll. Das wird über einen Flipchip eben gemacht. Und einen weiteren Flipchip gibt es an der Kettenstrebe, so lässt sich die Kettenstrebenlänge in gewissen Maßen anpassen. Hier gibt es auch ein Rahmenset für 2.700 €, aber die absolute Besonderheit bei Propane ist natürlich der Shop mit dem Konfigurator online. Das heißt, ihr könnt euch
ja, aus einer gewissen Auswahl von Teilen euer Traumbike zusammenbasteln, und da gehen eben die Preise für ein Komplettrad bei 4.000 € los. Ziemlich neu, aber irgendwie ziemlich unter dem Radar ist das neue Saracen Mist, ein Rad, das man wirklich früher häufig im Dachraum in deutschen, österreichischen oder Schweizer Bikeparks gesehen hat. Mittlerweile gar nicht mehr, obwohl es eine neue Version gibt, die im Weltcup entwickelt wurde. Das hauseigene Team musste leider durch die Änderungen im Weltcup eingestellt werden. Vorher hat man das Rad aber noch fertig bekommen und es sieht auf jeden Fall super interessant und super schnell aus. Es ist ein Alurad, hat einen ziemlich interessanten Eingelenker-Hinterbau, bei dem allerdings ein Drehpunkt in der Hinterradnabe selber, also in der Hinterradachse quasi ist. Und es hat den Vorteil, es ist ein simples System immer noch, was Eingelenker so an sich haben, aber gleichzeitig ist man dadurch in der Lage, den Einfluss der Bremse auf das Fahrverhalten zu minimieren. Also das Rad sollte nicht so bremsstempeln, wie man umgangssprachlich eben so sagt. Ist eine ganz interessante Sache. Außerdem ist der Dämpfer ziemlich tief im Rahmen integriert. Das ist durch zusätzliche Anlenkungen möglich, die auch so ein bisschen an einen Specialized Demo oder einen Canyon Sender erinnern, aber eben mit diesem Eingelenker-Hinterbau. Ansonsten ist es ein reines Mullet-Bike. Es gibt keinerlei Flip-Chips, also da geht Saracen echt voll gegen den Trend. Sie wollen es einfach simpel halten. Es gibt allerdings, ja, wie bei Downhill-Bikes eigentlich üblich, natürlich ein großes 1.5 Steuerrohr. Das heißt, man könnte irgendwie einen Winkel- oder einen Reach-Adjust-Steuersatz noch einbauen, wenn man das denn wollte. Aber von Berg an vorgesehen ist es eben nicht. Und ja, aktuell scheint es außerdem keinen Vertrieb in Deutschland zu geben oder generell im Dachraum. Und es gibt das Rad auf der Website, allerdings versenden sie nicht nach Europa. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, wie man eigentlich an eins rankommt, wenn man gerne eins haben möchte. Sagen kann ich allerdings, dass der Rahmen 3.000 € kosten soll. Die kommt also relativ fast schon preiswert für heutzeitige Verhältnisse, und die Kompletträder gibt es 2 Stück für 4.500 € oder für 6.300 €. Also nicht billig, aber durchaus leistbar. Jetzt muss man nur noch rausfinden, wie man an eins rankommt. Wenn ihr es wisst, haut es doch unten in die Kommentare. Dann bleiben wir gleich auf der britischen Insel bei einem Rad, das nicht neu ist, das eventuell sogar in absehbarer Zeit ersetzt werden könnte. Die Rede ist vom Atherton A200, dem Downhill-Bike der Atherton-Geschwister, das bereits 2023 Platz 1 und Platz 2 bei der Downhill-Weltmeisterschaft in Fort William belegt hat. Ist immer noch ein super spezielles Rad, super besonders. Ja, allein schon durch die Herstellungsmethode, Carbonrohre werden eben mit 3D gedruckten Titanmuffen verklebt und verbunden. Dazu gibt es den DW6 Hinterbau, auch von Dave Weigel ersonnen, ähnlich wie beim neuen Pivot-Rad, allerdings nicht mit High Pivot, nicht mit Flex Pivot, sondern ein recht gewöhnlicher 6-Gelenker Hinterbau, soll aber natürlich ungewöhnliche Fahreigenschaften aufweisen. Und ja, durch die besondere Fertigungsmethode können die Atherton-Geschwister eben ganze 12 Rahmengrößen anbieten, super kleinschrittig, und dazu gegen Aufpreis habt ihr auch noch die Möglichkeit, euch einen Custom-Rahmen machen zu lassen. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass einige jetzt erstmal abwarten, was mit dem Getriebeprototyp passiert, den wir schon gesehen haben. Der soll in diesem Jahr im Weltcup ja erprobt werden, und es ist natürlich durchaus denkbar, dass es dann ja in absehbarer Zeit, vielleicht nächstes Jahr um diese Zeit, eben ein Pinion Atherton Bike geben wird. Ja, bei so viel Exklusivität kann man sich schon denken, günstig ist das Atherton A200 auf gar keinen Fall. Für den Rahmen werden 4.700 € mit Dämpfer fällig, und das ist noch vor Steuern, denn es ist natürlich ein britisches Bike und seit dem Brexit müsst ihr dafür Einfuhrsteuern bezahlen. Deswegen unser Geheimtipp an euch: Verbindet es mit dem Urlaub, fahrt direkt in den Dyfi Bikepark nach Wales, den hauseigenen Bikepark der Atherton-Geschwister, holt dort euer Rad ab, geht direkt fahren und fahrt dann mit dem natürlich gebrauchten Rad zurück in eure Heimat. Das hat jetzt die 10 Bikes komplettiert. Ja, was ihr zur Liste denkt, postet es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Nachfragen, Testeindrücke, dann schreibt uns auf jeden Fall auch die ganze Liste zum Nachlesen mit noch ein paar spekulativen Ausblicken in die Zukunft, ja, was uns eben noch so 2025 vielleicht auch an neuen Bikes erwarten könnte. Die könnt ihr auf unserer Website auf jeden Fall nachlesen. Das verlinken wir euch auch hier unter dem Video. Und ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und hoffentlich bis zum nächsten Mal.